Hallo und willkommen am Gardasee. Heute fahren wir auf der Gardasana Occidentale am Westufer des Gardasees entlang. Wir besichtigen Limone und dort eine historische Zitrusplantage. Auf dem Programm steht auch ein Besuch der bekannten Schauderterrasse in Pieve. Weiter im Süden schauen wir uns das malerische Städtchen Salò an. Lehnt euch zurück und genießt mit uns diese traumhafte Strecke. Die Gardasana Occidentale wurde im Jahr 1931 eröffnet und hatte ursprünglich über 70 Tunnel- und Galeriebauwerke. Später wurden mehrere längere Tunnel in die Trassenführung integriert. Schon nach 12 Kilometern sieht man auf der linken Seite Limone sul Garda. Wir lassen das hübsche Dorf zunächst links liegen, werden es aber auf dem Rückweg ausführlich erkunden. Am südlichen Ende von Limone sul Garda biegen wir Richtung Tremosine bzw. Pieve ab. Tremosine besteht aus 18 Ortsteilen, die sich größtenteils auf einer namensgleichen Hochebene auf rund 400 Meter Höhe verteilen. An dieser engen und steilen Kehre hält man besser Abstand von vorausfahrenden Fahrzeugen. Anhalten wäre hier für Motorräder fatal. Hier bewegen wir uns auf einer Art Panoramastraße in rund 400 Meter Höhe. Das ist eine tolle Alternative, wenn die Brasa-Schlucht wie in diesem Jahr gesperrt ist. Der Ort Vila liegt auf der erwähnten Hochebene und hat alpinen Charakter. Die Gegend gehört schon zum Nationalpark Alto Garda Bresciano. Das kleine Dörfchen Priezzo ist interessant, wenn man abseits der Touristenströme urlauben will. Der malerische Ort Pieve ist dagegen ein wirklicher Touristenmagnet. Hier am Kreisverkehr beginnt bzw. endet nämlich die spektakuläre Strada della Forra durch die berühmte Schlucht. Enge Gässchen, eine fabelhafte Kirche und die fantastischen Ausblicke machen das Dorf zu einem Highlight am Gardasee. Wir haben uns entschieden, diesmal die Schauderterrasse am Hotel Paradiso und nicht die etwas tiefer gelegene im Dorf zu besuchen.
Die Terrasse hängt 300 Meter über dem Abgrund, aber wir haben großes Vertrauen in das Können der Erbauer. Ganz unten liegt Campione del Garda, ein ehemaliges Baumwollfabrikdorf, das bis 1930 nur per Schiff erreichbar war. Gut zu sehen ist von hier oben die Zufahrtsstraße zur Braserschlucht. Gegenüber am Ostufer liegt einer der schönsten Orte am Gardasee, Malcesine. Die Strada della Fora zieht sich in schwindelerregender Höhe an der Felswand nach oben. Wer sie befahren will, sollte keine Höhenangst, dafür aber Alpenerfahrung haben. Pieve, ein Leben am Abgrund. Die Strada della Fora gehört zu den Straßen, die man häufiger befahren kann, ohne dass die Faszination verschwindet. Wer Pieve noch nicht kennt, sollte es besuchen. Wir dagegen fahren direkt zur Gardesana Occidentale zurück. Wir genießen die herrlichen Ausblicke während der Talfahrt. Wer Lust auf italienisches Essen verspüren sollte, kann eines der Restaurants an besonders exponierten Stellen auswählen. Einige Kilometer später sind wir schon in Salò. Salò liegt in einer natürlichen Bucht im Südwesten des Gardasees.
Sanfte Hügel umgeben das typisch italienische Städtchen mit der prachtvollen Uferpromenade. Hinter der außergewöhnlich langen Promenade erstreckt sich die Fußgängerzone in der Altstadt. Der spätgotische Dom aus dem 15. Jahrhundert ist bis heute noch nicht ganz fertiggestellt, aber auf jeden Fall einen Besuch wert. Eine Besichtigung der Altstadt sollte man auf jeden Fall einplanen. Nach einem ausgedehnten Bummel durch das wunderbare Städtchen ist es an der Zeit, unser letztes Ziel für heute anzufahren. Überall an der Westseite des Sees finden sich alte Zitronengewächshäuser, die Limonaia. Sie sind zum Teil restauriert und für Besucher wieder offen. Die Limonaia sollten die Zitrusfrüchte im Winter vor Frost schützen, denn es sind Gewächse, die eigentlich aus Süditalien stammen. Mann, ist das schön hier. Für solche Momente, dem ruhigen Blubbern, fahren wir Motorrad. Links sieht man die Zufahrt zur Brasa-Schlucht, die Strada della Forra, die nach Pieve führt. Leider ist sie in diesem Jahr wegen Sicherungsarbeiten bzw. Steinschlag gesperrt. Wir erreichen Limone, das schönste und letzte Tagesziel.
nördlichen Ende Limones, direkt an der Gardesana, parken wir kostenlos auf einem kleinen Parkplatz. Wir lassen uns vom Charme dieses malerischen Örtchens verzaubern. Man könnte meinen, Limone sei der Namensgeber von Limonaia oder Limonade. Der Name kommt aber von limes, lateinisch für Grenze, die hier einst zwischen Österreich und Italien verlief. Wer könnte da seiner Frau einen Wunsch abschlagen? Aus Zitronen werden Produkte aller Art hergestellt. Wir wollen noch eine Limonaia, die mitten im Ort liegt, besuchen. Die Limonaia del Castel ist ein typisches Gewächshaus mit terrassenförmigem Aufbau. Vermutlich wurden in der Region Zitrusfrüchte ab dem 15. Jahrhundert angebaut. Die Anlage zeigt eine Vielfalt von Pflanzen, die für uns ja ein typisches Symbol für den warmen Süden sind. Voraussetzung für die Anlage einer Limonaia war ein Bach, der das Gewächshaus mit Wasser versorgte. Dieses wurde mit einem ausgeklügelten Bewässerungssystem verteilt. Die Seeseite ließ die Sonne hinein und der Berg im Rücken schützte vor Wind. Im Winter musste das Dach trotzdem geschlossen und Fenster eingesetzt werden. Viel zu schnell geht's weiter nach Riva del Garda. Ein letzter, wehmütiger Blick zurück nach Limone. Bei wenig Verkehr, moderatem Tempo und angenehmen Temperaturen können wir die letzten Kilometer so richtig genießen.
Was will man da als Motorradfahrer noch mehr? Wenn das Video euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da oder abonniert den Kanal. Kostet nichts und freut uns. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.